Vor 2 Wochen wurde der erste Gameplay-Trailer zu Assassin's Creed Mirage geteilt. Die Ubisoft Forward steht bald an und doch gibt es neue Leaks, die mehr Informationen zum Spiel zeigen und die schauen wir uns ganz genau an, also bleibt gern mit dabei. Eine Sache noch vorab und zwar ist das Ganze hier spoilerbelastet und es wird Leaks geben, die natürlich nicht offiziell bestätigt sind. Das heißt, genießt das Ganze mit einer Prise Salz. Die Quelle, von der ich die Leaks habe, die ist meistens in der Vergangenheit immer sicher gewesen, beziehungsweise hatte meistens immer recht. Dementsprechend, schaut es euch selber an, aber legen wir los. So langsam geht der Hype rund um Assassin's Creed Mirage los und am 12. Juni auf der Ubisoft Forward werden wir mehr dazu erfahren. Ich werde das ganze Event auch co-streamen, das bedeutet, ihr bekommt auf meinem Kanal Drops dazu. Heißt also, es lohnt sich hier definitiv oder auf Twitch ein Abo dazulassen, aber springen wir doch mal rein in die Masse, denn ihr wollt sicherlich wissen, woher habe ich diese Leaks. Die Leaks kommen natürlich von einem YouTuber und zwar Jonathan. Der hat vor kurzem ein neues Video rausgehauen, quasi fast parallel zum Reveal vom Gameplay-Trailer und dort hat er viele Infos genannt. Da nochmal zu Beginn ein großes Dankeschön an Levino, der das Ganze für mich zusammengefasst hat. Die wichtigsten Punkte aus diesem Video und die präsentiere ich euch jetzt. Der erste Punkt ist ein bisschen lame, um ehrlich zu sein, aber es ist nun mal ein Punkt. Laut den Quellen von Jonathan wird die AI der Wachen, das heißt also die Art und Weise, wie sie sich bewegen, die Intelligenz in Mirage deutlich verbessert sein. Das war ja in Assassin's Creed Valhalla ab und zu in einigen Situationen nicht ganz so optimal. Da haben die Wachen ganz komische Dinge getan. Den Attentäterfokus, also das, was ihr schon im Trailer gesehen habt, den kann Basim nur bei Gruppen anwenden, nicht bei zum Beispiel 2 Gegnern oder bei einem Gegner. Das Ganze ist aber noch interessanter, denn man kann diesen Fokus im Skilltree verbessern, sodass tatsächlich Basim 5 Gegner, also bis zu 5 Gegner, nacheinander eliminieren kann in einer Art, Kettenattentatsreihe. So ein bisschen wie damals, als man in Assassin's Creed 2 mit mehreren Kontern gefühlt alle Gegner in seiner Umgebung eliminiert hat. Diese Fähigkeit kann man nicht dauerhaft anwenden, die hat natürlich einen Cooldown, also braucht Zeit zum Aufladen, aber ähnlich wie die Anzahl der Gegner kann man auch die Cooldown-Zeit, also die Zeit, die es braucht, um halt das Ganze wieder aufzuladen, verkürzen, indem man sich Upgrades in einem Skilltree holt. Jonathan hat in diesem Video auch gesagt, dass es in Mirage nichts Übernatürliches geben wird. Was er jetzt damit genau meint, das kann ich nicht sagen, denn im Trailer, beziehungsweise im allerersten Trailer, haben wir ja diesen Geist, diesen Dämon gesehen, diesen Djinn. Ich bin nicht ganz genau sicher, was das bedeuten soll, ob das nicht doch was Übernatürliches ist, aber wir werden letztendlich sehen, was es wirklich bedeutet. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr versteht, was Jonathan damit meint. Gehen wir zurück zum Kampf, denn in Assassin's Creed Mirage wird es ähnlich wie in den ersten AC-Teilen ein Kontersystem geben. Ich hoffe, das wird nicht ganz so overpowered wie damals. Den Spartan Kick, den wir auch im Trailer gesehen haben, das ist eine Fähigkeit und die kann man auch ähnlich wie zum Beispiel andere Fähigkeiten in Valhalla auch erst nutzen, wenn man sie im Skilltree freigeschalten hat. Den nächsten Punkt finde ich ziemlich interessant, denn der lässt viel Raum für Spekulationen auf. Also lasst uns mal spekulieren. Denn in der Nähe von Bagdad gibt es einige kleine Geheimnisse in der Wüste und die kann man aufsuchen. Die Frage ist halt, was es dort gibt. Das hat er nicht genau genannt. Ich hoffe mir ja, dass man so eine Art 5 Dungeons hat oder so und dann kann man sich eine Rüstung zusammensuchen, ähnlich wie in den älteren Assassin's Creed Teilen, zum Beispiel in Assassin's Creed 2 oder Brotherhood. In Brotherhood war das, glaube ich, mit der Rüstung von Remus oder Romulus, wo man halt durch antike römische Gräber gehen musste. Das wäre wirklich ziemlich stark, aber das wurde hier nicht genau genannt. Könnt auch eure Vermutungen mal gerne in die Kommentare schreiben. Ein weiterer Punkt, der genannt wurde, ist, dass es keine High- und Low-Profile im Mirage geben wird. Ich habe nicht ganz genau verstanden, was er damit meint, um ehrlich zu sein. Ich habe dann nochmal nachgefragt und da habe ich die Antwort bekommen, dass das Low Profile quasi so normale Aktionen sind. Das heißt also zum Beispiel, man läuft einfach nur durch die Straße, man interagiert mit zum Beispiel Ständen oder ähnlichem. Und High Profile sind quasi Dinge, die Aufmerksamkeit erregen. Das bedeutet also, man schubst, man rennt, man übt ein Attentat aus. Das ist darunter zu verstehen, dass es sowas nicht geben wird, sondern du kannst dich quasi frei bewegen. Denn im Mirage werdet ihr ja einen Fahndungslevel haben und egal, ob ihr jetzt geht oder rennt, wenn euer Fahndungslevel hoch ist, werden euch die Wachen immer angreifen. Das war ja in der Vergangenheit anders. Es gibt natürlich einige Nebenquests und die sind ein wenig so wie die verlorenen Geschichten aus Griechenland von Assassin's Creed Odyssey. Das heißt also, werden verschiedene Legenden aus Bagdad erfahren und ich glaube, das ist eine coole Sache.
Assassin's Creed Mirage spielt ja im 9. Jahrhundert und damals war das Abbasid-Kalifat am Regieren. Und in diesem Spiel wird es Quests mit historischen Charakteren geben, vielleicht mit Bezug zu diesem Abbasid-Kalifat. Allerdings kenne ich mich dann nicht so gut aus. Vielleicht meint Jonathan auch tatsächlich historische Charaktere aus dem Assassin's Creed-Universum, wie zum Beispiel Altair oder Bayek. Die ganzen Quests werden an sich auch wieder ernster. In Odyssey zum Beispiel war das ja ein bisschen düster. In Valhalla gab es ja einige Sidequests, die ein bisschen lächerlicher waren, wie zum Beispiel eine Winnie-Pooh-Quest. Allerdings muss ich sagen, fand ich die auch, also nicht die Winnie-Pooh-Quest selbst, sondern ich fand da ist irgendwie auch erfrischend, lustigere Quests zu haben in dieser, ich sag mal, doch eher schwierigen Hauptgeschichte von Assassin's Creed Valhalla. Aber wir werden mal sehen, wie es ist. Auf jeden Fall wird es düster sein. Jonathan ist sich nicht 100% sicher, aber er hat gehört, dass wir Kamelrennen durchführen werden. Das ist ja zum Beispiel in den Emiraten immer noch weit verbreitet heutzutage. Ich bin gespannt, was wir da wirklich machen können da mit den Kamelen. Aber die Kamele wurden so präsent gezeigt, da bin ich mir sicher, es wird ein Kamelrennen geben. Bald wird uns Ubisoft einen neuen Charakter vorstellen, und zwar Neal. Das ist tatsächlich eine Frau, zumindest wenn man einem Leak von Reddit glauben kann. Und das soll einer der wichtigsten Charaktere des Spiels zusammen mit Basim sein. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Vielleicht seine Frau, vielleicht eine Assassinenkameradin. Das kann ich nicht ganz genau sagen, aber sie wird auf jeden Fall sehr wichtig sein. Wir werden höchstwahrscheinlich einen weiteren Charakter kennenlernen, der auch wichtig sein könnte. Denn eins der 4 Attentatsziele, man wird in Bagdad, so wie ich es jetzt hier verstanden habe, 4 große Attentatsziele haben. Und das wird einer der Ziele ist eine Kauffrau mit asiatischen Wurzeln. Und das ist natürlich eine gute Brücke zu Assassin's Creed Red. Eine gute Brücke zu Chronicles China. Also man hat wirklich verschiedene Brücken. Der Bereich rund um Bagdad war, glaube ich, auch Teil der Seidestraße back in the days. Aber da bin ich mir nicht sicher. Könnt ihr mir gerne mal sagen. Und ich würde euch definitiv empfehlen, wenn ihr den Gameplay-Trailer noch nicht gesehen habt, dann checkt gerne den ab und dann mein Video dazu. Da habe ich nämlich 10 weitere Details aufgelegt, die ihr vielleicht nicht entdeckt habt. Lohnt sich also mal reinzuschauen. Und sonst bedanke ich mich, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Dann lasst mal einen Daumen nach oben da für mich und für das Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Assassin's Creed Video. Bis dahin, Freunde. Tschüss.